Das hier ist ein PowerMac G4. Er wurde von 1999 bis 2004 produziert und hatte damals für die Zeit einiges auf dem Kasten. Nun, 20 Jahre später will diesen keiner mehr haben. Ich habe diesen auf dem Flohmarkt für 20 € gekauft, da den halt niemand mehr haben will. Aber natürlich ist dieser nicht perfekt. Deswegen versuchen wir ihn in seinen Originalzustand zurückzuholen, in einer Restaurationsepisode hier. Gut allerseits. Ja, das Ding ist irgendwie nicht gut belichtet hier. Aber nach langer Zeit mache ich mal wieder weiter mit den Macs, die ich hier vom Flohmarkt her hatte. Und heute kümmere ich mich hier um den PowerMac G4 hier. Und ich weiß halt auch nicht, ob er geht, denn ich kam bis jetzt noch nicht dazu, diesen mal irgendwie mal zu probieren oder irgendwie, ja. Doch hier in dieser Restaurationsepisode probiere ich den halt mal aus, mache den mal sauber und je nachdem, was noch für Überraschungen kommen, mache ich dies natürlich dann auch. So, aber bevor wir beginnen, wäre es erstmal gut zu wissen, was für ein Modell dieser PowerMac genau ist. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber zu sehen, der sagt, dass hier ein 400 MHz Prozessor drin ist, was die potenzielle Modelle schon mal einschränkt. Auf EveryMac ist zu sehen, dass es nur zwei PowerMac G4s gibt mit einem 400 MHz Chip drin. Der eine hat Gigabit, der andere nicht. Ja, das ist dann doch nicht so einfach wie gedacht. Aber egal, ich habe mir dann gedacht, ich stecke hier einfach mal alles in die Steckdose und schaue, was kommt. Und ich höre den Lüfter und die Power-LED leuchtet. Aber ansonsten kommt nichts von dem Computer. Ich war sonst immer froh bei meinen Restaurationsvideos, dass die Sachen gingen. Nur hier jetzt mal nicht. Bevor ich aber irgendwas mache mit Putzen, will ich dann erstmal klären, warum der Mac hier nicht geht. Und es sind diverse Sachen, die Probleme bereiten können, wo wir den halt mal aufmachen müssen. Und Apple hat da eine sehr elegante Lösung, um einfach an die Innereien zu kommen. Es nennt sich Tür. So einfach geht das. Ja, so in etwa hat Apple das auch präsentiert, diese Funktion mit dem Aufmachen. Dieser Griff sieht ein wenig aus wie ein Kondom. Im Inneren sehe ich aber gleich, dass jemand schon Upgrades gemacht hat. Denn das hier, wo die CPUs sind, das sieht irgendwie nicht original aus. Auch wurde der Arbeitsspeicher mit aller Sicherheit erhöht. Und eine weitere PCI-Karte ist drin. Aber im Inneren sieht er erstaunlicherweise relativ sauber aus. Naja, was ich nun erstmal mache, ist alles mal abklemmen, was nicht relevant ist für den Computer zum Starten. Und das hier ist das CD-ROM-Laufwerk, extra RAM-Riegel und alle Erweiterungskarten außer halt die Grafikkarte. Die CMOS-Batterie ist bestimmt leer und bei diesen Macs nur für die Uhrzeit gedacht, weswegen ich die halt auch rausnehme. Diese hat einen Datumstempel von 99 bis 07. Heißt so viel für mich, dass diese bis 2007 noch gut ist. Oder halt war. Diese andere PCI-Karte sieht auch relativ interessant aus, welche ich auch behalten werde, denke ich. Da kann man die PCMCIA-Karten dann auch an einem Desktop-PC verwenden. Das hier ist der Stecker für das Laufwerk, welches ich abklemme. Und dann haben wir das Minimum, womit der Mac eigentlich starten sollte. Also dann schauen wir jetzt mal, ob was kommt. Und auch wenn alles draußen ist, geht immer noch nichts. Ich werde auch irgendwie das Gefühl nicht los, dass diese CPU-Karte das Problem ist. Denn unter dieser Karte sieht es nach aus, dass da der eigentliche G4-Chip ist. Naja, einfach mal probieren, was passiert, ne? Denn er ist ja im jetzigen Zustand ja defekt. Also kann ich es ja nicht schlimmer machen, ne? Hier ist auch diese CPU-Karte in Nahaufnahme. Eigentlich dachte ich, dass es zwei CPUs sind, aufgrund der Länge. Aber von der Seite betrachtet ist es nur eine. Also, auf ein neues, ob es jetzt geht. Alle guten Dinge sind drei, ne? 6,5 Stunden später. Okay, die Vermutung war falsch. Es ist wohl schon die eigentliche CPU, denn jetzt tut sich nichts mehr. Das ist immer schön, wenn dann das Zeug noch weniger funktioniert, nachdem man etwas dran gebastelt hat. Naja, nach dem Einbau sind wir wieder an Punkt 1 angelangt. Wisst ihr, was wir mal machen? Die Spannungen überprüfen mit einem Multimeter. Denn es kann natürlich auch sein, dass das Netzteil irgendetwas hat. Bei der 12 Volt Schiene kommen 11,7 raus, was aber tolerierbar ist. Und bei der 5 Volt Leitung
kommen 5,1 an, was auch okay ist. Und selbst die 3,3 Volt Linie ist ordnungsgemäß. Okay, einige, denke ich, werden jetzt sagen, dass es die PRAM-Batterie ist, die notwendig ist. Ding ist nur, ich habe keinen Ersatz hier und die ich ausgebaut habe, ist mehr als nur tot. Ich habe dann halt diese Halb-AA-Batterien auf Amazon bestellt. 4 Stück für 9 Euro. Aber mit Premium-Versand, da ich diese morgen brauche. Ja, das ist halt bei mir bei den Videos. Wenn ich wöchentlich lange Videos mache, habe ich ein relativ kurzes Zeitfenster für alles, wo so etwas wirklich wie ein Glücksspiel ist, ob es wirklich das Problem ist. Deswegen, wenn ich den jetzt hier nicht zum Laufen kriege, da habe ich allen Hate verdient, dass ich mit dem Netz schon eher mal losgelegt habe. Wobei, vielleicht kann ich die Schuld doch auf Amazon schieben. Denn die Batterien kamen mit einem Tag Verspätung. Obwohl ich extra noch 1 Euro mehr bezahlt hatte, dass sie rechtzeitig da sind. Ich habe die gleich rein und ausprobiert. Und es passiert immer noch gar nichts. Es wird langsam nicht mehr lustig. Weswegen ich auch den Arbeitsspeicher mal raus und rein habe. Ohne Erfolg. Es sind wirklich fast kaum noch Sachen, die ein Fehler beim Starten sein können. Es kann nur noch die CPU-Karte zum Schluss sein. Ich habe dann doch mal, bevor ich Depp werde, die CPU raus, aber den Stromstecker dran gelassen. Und es ist wie sonst auch. Es passiert nichts Weltbewegendes da. Zumindest habe ich schon mal eine Sache festgestellt, dass diese CPU-Karte von, was weiß ich, von irgendwelchem Hersteller inkompatibel ist mit dem Mac. Oder vielleicht auch defekt ist. Problem ist nur, ich habe das gesamte eBay durchforstet, ob ich irgendwelche G4-Chips bekomme mit diesem Sockel. Nur ohne Erfolg. Da sehe ich zumindest, dass mit der CPU irgendwas ist und auch ChatGPT meint, dass der Prozessor der Haken ist. Und ich habe mir gedacht, Alter, dann wird es ja ganz spaßig, wenn ich dann in den hier reinschaue. Wobei, ich habe mal reingeschaut, aber könnt ihr mal sagen, ob euch was auffällt? Die Boards sehen nämlich fast identisch aus. Und ich dachte, ich sehe eine Ratiofarm-Werbung jetzt. Nein. Und ihr seht, nicht doppelt. Es sind wirklich zu 99% dieselben Boards. Da kam mir die dumme Idee, die Sachen aus dem G4 in den G3 zu bauen. Das wird zwar nicht gehen, aber bevor manche fragen. Nur ist es auch hier so, dass es hier auch nicht geht im G3-Gehäuse. Aber zumindest weiß ich, dass das Netzteil geht und das Board wohl auch den Anschein hat zu gehen beim G3 hier. Und G3-Chips habe ich im eBay reichlich gesehen, wo das fast ein Klacks ist und dazu auch ein Video kommt. 100% originalgetreu wird er nicht, denn ich habe keinen 350 MHz G3-Chip gefunden im eBay. Aber 300 oder 400 MHz, dann machen wir halt das Ding eben ein bisschen schneller. Und zu dem G4 Power Mac hier, also das Maximale, was wir dem jetzt noch machen können, ist den ein bisschen zu putzen, damit er wenigstens optisch gut dasteht. Ich nutze hier auch etwas Alkohol, um diese Schrammen da wegzubekommen. Oben sieht es auch fast aus, als ob irgendwer ein Apple-Logo oben aufgeklebt hatte. Aber das Alkohol kriegt es auch weg. So, da sieht er doch schon mal etwas besser aus wie vorher. Und ich finde es schade, dass ich den halt hier nicht zum Laufen bekommen habe. Vielleicht aber gut, dass ich trotzdem dieses Video mache, dass ihr zumindest ein Update bekommen habt über das Ding. Aber sonst für weitere Updates dazu unbedingt abonnieren, denn ich halte jetzt mal aktiv auch schon nach einer G4-Karte für den und gebe euch auch dementsprechend ein Update dazu. Ah ja, aber ansonsten, ich sag mal, bis dahin, man sieht sich.